Angenommen, es gäbe eine Selbsthilfemethode, die wirklich funktioniert. Etwas, was du in belastenden Momenten sofort selbst anwenden kannst. Wie wäre das? Was es mit dieser Do-it-yourself-Methode auf sich hat und wie ich darauf gekommen bin, erfährst du in diesem Video. EMDR, die Methode mit schnellen Augenbewegungen, wurde 1989 von Francine Shapiro entwickelt und wird heute weltweit erfolgreich zur Behandlung von Traumata eingesetzt. EMDR ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Vor über 15 Jahren habe ich begonnen, als EMDR- und Traumatherapeut zu arbeiten. Seitdem habe ich viele Menschen begleitet, die mit tiefen emotionalen Verletzungen zu kämpfen hatten. EMDR hat sich als unglaublich wirksam erwiesen. Doch stets fragte ich mich damals, warum sollte EMDR nur in therapeutischen Sitzungen eingesetzt werden? Warum sollte man es nicht auch im Alltag nutzen können, um sich selbst zu helfen? Nicht jeder, der unter emotionalen Stress leidet, hat Zugang zu professioneller Therapie und nicht jede Belastung erfordert gleich eine tiefgehende Traumatherapie. Oft sind es die alltäglichen Sorgen, Ängste oder Stresssituationen, die uns belasten und uns davon abhalten, unser volles Potenzial zu entfalten. Wäre es nicht toll, hier eine einfache Lösung zur Hand zu haben, die jeder selbst anwenden kann? Ich wollte eine Lösung schaffen, die es jedem ermöglicht, die Vorteile von EMDR zu nutzen, ohne dafür eine Therapie aufsuchen zu müssen. So entstand die EMDR-Selbstcoaching-Methode. Aber es gab ein Problem. In der klassischen EMDR-Therapie werden die schnellen Augenbewegungen durch Therapeuten oder durch spezielle Geräte gesteuert. Wie sollte das im Selbstcoaching funktionieren? Denn eins zeigte sich früh in meinen Versuchen: Fehlerhafte und ungenügende Augenbewegungen im entscheidenden EMDR-Schritt führten in den meisten Fällen zum Misserfolg. Ein externer Stimulus musste her. Nach vielen Versuchen und Tests mit unterschiedlichen technischen Ansätzen entwickelte ich eine EMDR-Brille. Sie machte die Selbsthilfemethode letztlich belastbar und robust und ist ein verlässliches Hilfsmittel für das EMDR-Selbstcoaching. Mit der Brille ist es dir möglich, das Selbstcoaching eigenständig durchzuführen, ohne an Wirksamkeit zu verlieren. Was ist an EMDR so besonders? Nun, Emotionen werden im Körpergedächtnis gespeichert, in unserem emotionalen Gedächtnis, weniger im kognitiven. Das bedeutet, dass kognitive Selbsthilfemethoden nur schwer Zugang finden und oft nicht ausreichen, um tief verwurzelte, belastende, emotionale Reaktionen zu verändern. Mit EMDR erreichst du diese tieferen Schichten und das macht den Unterschied. Du wirst spüren, wie sich deine Emotionen verändern und in Folge auch deine Gedanken. Und das führt zu echten, nachhaltigen Veränderungen in deinem Leben. In meiner Anleitung erkläre ich dir in 6 klar strukturierten Schritten, wie du EMDR im Selbstcoaching anwenden kannst. Du brauchst dafür keine Vorkenntnisse und der Prozess ist so gestaltet, dass du ihn ganz allein zu Hause durchführen kannst. Besonders wichtig ist mir dabei, dass du lernst, wie du die Methode sicher und effektiv anwendest, denn dein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Du wirst lernen, wie du deine eigenen emotionalen Herausforderungen meisterst, sei es Stress, Angst oder Sorge. Bedenke, du bist deinen negativen Gefühlszuständen nicht hilflos ausgeliefert. An dieser Stelle noch eine wichtige Anmerkung. Bitte beachte, dass ich hier im Video nur über das Coaching bzw. Selbstcoaching von alltäglichen Befindlichkeiten spreche. Darunter fallen zum Beispiel allgemeiner Stress, emotionale Belastungen, Ärger, alltägliche Ängste und Sorgen. Alles ohne krankhafte Ausprägung. Krankheiten und psychische Störungen sind nicht Gegenstand dieses Videos und können insbesondere mit EMDR im Selbstcoaching nicht behandelt werden. Bitte lies dazu auch die wichtigen Informationen unter dem Video. Niemand sollte emotionale Belastungen unnötig lange aushalten müssen. Nicht länger als den Moment, den du benötigst, um dir dessen bewusst zu werden. Danach hast du eine wirkliche Wahl und kannst dir selbst helfen mit EMDR.